Willkommen bei einer neuen Ausgabe von XXL Schlachtfest. Dieses Video lieben ja einige Leute inzwischen, weil das ein durchgehendes langes Video ist. Das ist nicht die XXL Schlachtnacht, sondern das Schlachtfest. Nicht zu verwechseln. Der Unterschied zwischen Schlachtfest und Schlachtnacht ist, bei der Schlachtnacht sind das gute, sagen wir mal, gute Schlachtautos, die da zerlegt werden. Und eins sind sehr klar und deutlich erklärt wird, warum. Und bei einem Schlachtfest, was jetzt gerade der Fall ist, werden die Modellautos im Akkord zerlegt. Geschlachtet, besser gesagt. Und dieses Mal, also im Akkord meine ich halt im Schnelldurchlauf. Das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder eine halbe Stunde dauern. Diese Schlachtfeste, die mache ich immer wieder mal, wenn sich zu viele Modellautos angesammelt haben, die vom Zustand her zu schlecht sind, um die noch weiter aufzubewahren. So wie jetzt hier, wo Rahmen verbogen sind und hier ein Knick drin ist und Chrom schlecht ist und der Marktwert noch nicht mal als B-Ware noch was taugt. Und irgendwann sind ja meine Speicherkapazitäten auf dem Schrottplatz her erfüllt. Ne? Und dann kann ich jetzt solche Modellautos wie diese jetzt hier nicht länger aufbewahren. Und deswegen werden sie dann auf einen Schlag zerlegt. Und die Teile, die gut sind, werden ja natürlich in den Shop kommen. Und alles andere geht in die Sammelkiste. Diese Sammelkiste wird natürlich nicht entsorgt, sondern wird einmal alle paar Monate mal versteigert. So, wir fangen mal an. Einer der ersten Kandidaten wird sein wahrscheinlich der 288er GTO von Burago, auch Kernschrott. Ein Mercedes 500k von Burago, ein Ford Mustang Mach 3, oder Mach 1, Mach 1, ne? Egal, auf jeden Fall Schrott, Mach 3. Vom Maestro, den kennt ihr wahrscheinlich, aber dazu nochmal extra, sobald er dran ist. Das ist ein Rolls-Royce Silver Cloud 2 von Solido, aber dazu gibt es noch eine kleine Geschichte. Ein Alfa Romeo 2300 Spider von Burago, ein F40 von Burago, ein Rolls-Royce Camouflage von Burago, ein MGA Twin Cam von Polysteel, ein Ferrari 456 GT von Burago, ein Porsche Carrera GT von Maestro, ein Ferrari F355 von UT, ein Mercedes 300er S von Maestro, 300er SL von Burago, ein Lamborghini Murcielago von Maestro, ein Jaguar E-Type von Burago und ein Mercedes SSKL von Burago. So, jetzt gehen wir mal hier runter zur Schlachtbank. Ich bringe mal die Kamera auf Position. Nicht schlecht werden, es wird schlecht. So. Upp. Sekunde, ich muss einmal drehen. So, jetzt ist die Kamera feste. Auf Position. Und ihr seid quasi jetzt voll live dabei, wenn es losgeht. So. Ja, die Schlachtfeste sind immer sehr beliebt. Klar, man sieht viele Modellautos auf einmal. Also nicht auf einmal, aber hintereinander werden die zerlegt. Unser erster Kandidat, der Lamborghini Murcielago von Maestro. Ja, teilemäßig ist nicht mehr viel brauchbar. Hier sind Lackschäden, Rohkoros hat Lackschäden, Windschutzscheibe fehlt, Felgen fehlen, Unterboden ist defekt. Hier ein Lackschaden. Ja, so viel verwerten kann ich jetzt hier leider nicht mehr. Achse ist defekt. Da ist auch ein Lackschaden. Spiegel sind noch gut. Innenausstattung zum Teil auch schon defekt. Da fehlt der Schaltknauf. Also wie gesagt, teilemäßig sind die meisten Modellautos hier absolut am Ende. Da hole ich vielleicht nur noch ein paar Euros raus an Teilewert. Der Rest geht in die Sammelkiste. Das Besondere auch an dieser Schlachtfest ist, das ist jetzt ohne Schnitt. Das geht jetzt hier in einen Zug durch. Ne? Das ist auch mal noch zu erwähnen. Also ihr werdet nicht 20 einzelne Videos jetzt sehen. Wie viele sind das denn überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Autos. Hui. Also ihr werdet nicht 16 einzelne Videos sehen, sondern ein durchgehendes Video. Deswegen auch diese Einstellung der Kamera gerade. So, dann fangen wir mal direkt mal an. Dann lösen wir mal die ganzen Schräubchen. Ja, natürlich
Wenn die da sagen, oh, das sind ja nur Burago und Maestro Modelle. Ja, natürlich. Weil das sind natürlich Massenproduktionsmodelle. Und die sind sehr oft stark verbastelt. Und das ist halt nichts Ungewöhnliches, ne? Und das meistens halt die sind, ist ja klar. Weil die werden ja halt viel verbastelt. Aber es kam auch schon mal vor, dass ich in meinen Schlachtfesten... Oh, da ist ja gar keine Schraube. Dass ich in meinen Schlachtfesten zum Beispiel auch ganz viele Autoarts hatte. Und damals habe ich nur keine Videos gemacht davon. Oder BOS-Modelle hatte ich auch schon gehabt. Ganz viele. Rico-Modelle damals. Die habe ich dann auf einen Schlag, habe ich dann 6 oder 7 oder 10 Horch von Rico zerlegt. Alle mit dem gleichen Defekt. Oder bei Autoart, das waren die Lamborghini Gallardos zum Beispiel. Die habe ich auch manchmal im Akkord zerlegt. Da habe ich bis zu 20 Lamborghini Gallardos und Autoart hier gehabt zum Verschrotten. So, die Hinterachse ist noch gut. Federn kommen weg. Und Buragos und Maestros sind halt die gängigsten Modellautos halt, ne? Ja, ist halt so. Aber die Ersatzteile-Nachfrage nach diesen beiden Herstellern ist sehr hoch. Und für mich auch meistens auch sehr lukrativ, weil A, Einkaufspreis ist niedrig. Und B, die Teile sind gefragt, ne? Schöner Motor eigentlich, ne? So, jetzt alles schön stapeln. Auch die Innenausstattung, sogar mit Gurte und allem drum und dran, ne? Nicht schlecht. Schaltknopf fehlt. Ja. So, jetzt geht's nochmal zügig weiter hier. Weil bei den Schlachtfesten kann ich euch das alles nicht so intensiv zeigen wie bei den Schlachtnachtmodellen. Hier geht das wirklich jetzt nur noch auf Zack auf Zack. Und wie gesagt, die Modellautos werden sogar freiwillig in die Restekiste geflogen. Bei mir werden Modellautos auch zu 100%ig recycelt. So. Das heißt, verwertbare Teile gehen in den Verkauf. Gebrauchte, defekte Teile gehen in die Restekiste und werden nochmal verkauft. Metallschrott geht zu Altmetall. Und wenn ein Kunststoffmüll dabei ist, dann in die gelbe Kunststofftonne. Also so Restmüll oder irgendwie sowas habe ich eigentlich immer sehr wenig. So, da ist der erste Kandidat auch schon erledigt. Oh, da kamen ja schon mal ein paar Teile mehr raus als gedacht. Preislich liegt der Murcielago vom Maestro natürlich im niedrigen Preissegment. Den kriegt man halt auch schon oft unter 10 Euro, besonders auf Trödelmärkte, wenn es die mal wieder regelmäßig gibt. So, das ist alles Schrott. Das kann man auch noch verwerten. Das geht auch noch. Alles andere ist was für die Schrottpresse. So, das war der erste Kandidat. Der nimmt die Rohkarossen gehen wie gesagt in die Schrottpresse. So, da haben wir auch schon den nächsten Mercedes 300 SL Flügeltüre. Hier ihr seht, Scheinwerfer fehlen, Motorhaube fehlt, Lackschäden, Kiemen fehlen, Felgen fehlen. Irgendwas klappert da drin. Oh, eine Kieme. Eine Kieme. So. Verwertbar sieht hier nicht mehr so viel aus. Die Stoßstangen sind immer sehr beliebt. So. Aber leider ist der Chrom hier sehr schlecht und hier hat er auch schon mal so einen kleinen Brandschaden. Da war der Auspuff anscheinend zu heiß. Sehr beliebt sind die Stoßstangen bei diesem Modell. Windschutzscheibe ist auch noch beliebt. Gehen auch viele Teile von diesem Modell gehen auch in den Export.
So, das sieht alles soweit ganz gut aus. Heckscheibe ist kaputt. Windschutzscheibe. Kleber. Verdammt. Ja, man muss hier wirklich halt selektieren. So, die Klipse, die Stoßstange, wie sieht es so aus? Ist auch ein Brandschaden? Nein. Ich habe auch schon mal eine große Sammlung mal vor Ewigkeiten angekauft von einer Versicherung. Und da kamen Modellautos mit Brandschaden halt zu mir. Die Türgriffe sehen auch nicht mehr gut aus. Chrom ist hinüber. Und da war der ganze Chrom von den Modellautos. Die waren nicht in der Brandwohnung, sondern in der Brandwohnung da drüber. Also unter dieser Wohnung hat es gebrannt. Und die Löscharbeiten bei der Brandwohnung, der Dampf, der dann hochgegangen ist, hat den ganzen Chrom vernichtet, der Modellautos. So. Das geht jetzt auch in die Schrottpresse. So. Nächster Kandidat. Der Jaguar E-Type. Boah, den kann ich auch nicht mehr sehen, ey. Schönes Auto, keine Frage. Aber als Modellauto kann ich die Karre nicht mehr sehen, ne? Und auch hier immer wieder die gleichen Defekte, ne? Die Radnabe fehlt. Kunststoff ist schon porös. Beliebteste Ersatzteil bei dem Modellauto, klar, die Spiegel. Weil das sind ja quasi wie so Universalspiegel, könnt ihr sehen. Ja, diese Spiegel, die kann man auch gut für andere Modellautos benutzen. Die sind immer beliebt und immer gefragt und die sind auch immer schnell verkauft. Genauso diese typische Seuchenkrankheit bei dem Modellauto, dass immer die Rücklichter oder die Blinker fehlen oder die Windschutzscheibe kaputt ist. Das ist echt eine Seuche bei dem Modell. So. Blinker retten. Ja, jetzt kommen hier nicht mehr so viele brauchbare Teile raus bei dem Modell. Die Felgen gehen jetzt gleich oben in die Sammelbox für Felgen. So. Seht ihr, die Felgen, der Chrom ist auch schon hinüber. So, geht mal weg. Ich hänge ein bisschen hinterher. Normalerweise mache ich das viel zu schneller. Weil ich jetzt die ganze Zeit am Quatschen bin, ist das ein bisschen langsamer. Normalerweise wäre ich jetzt schon fast durch mit den ganzen Modellautos. So. Weil ich muss ja halt wirtschaftlich denken, ne? Auch bei mir ist Zeit das Geld. Ich kann mich jetzt hier nicht stundenlang mit dem Modellauto beschäftigen. Seht ihr das? Das ist eine richtige typische Burago-Krankheit. Poröse Kunststoffteile. Ihr müsst auch verstehen, ne? Das Modellauto ist jetzt schon fast 40 Jahre alt. Also es wird bald 40 Jahre alt. Und da werden halt Kunststoffteile auch irgendwann mal porös. Deswegen gehe ich jetzt auch hier auch nicht mehr so liebevoll damit um. Weil mich das alles nur Zeit kostet, die ich brauche für schöne Modellautos. Man muss jetzt so überlegen. In der halben Stunde jetzt hier, wie ich die Modellautos zerlege, hätte ich normalerweise auch schöne Modellautos zerlegen können, die mir vom Teilewert her weit mehr Geld eingebracht hätten.
ja schon fast ehrenamtlich, was ich hier mache. Aber irgendwie müssen diese Dinge auch mal verwertet werden. Seht ihr, wie die Kunststoffteile zerbröseln? Hier nochmal. Wie nix. Wie Chips. Viele dieser Modellautos kommen über die Abwrackprämie zu mir. Das heißt, die Leute haben dann einen Gutschein bekommen für ihr altes Schrottmodellauto und den haben sie dann bei mir im Online-Shop eingelöst. So. Nächster Kandidat. Da. Hier kann ich eigentlich gar nichts mehr verwerten. Der geht jetzt komplett in die Verwertung, weil der ist sehr dreckig. Und jetzt trenne ich wirklich nur noch Felgen, Metall und Kunststoffteile und das war's. Hier geht nichts in den Verkauf. Der ist endgültig komplett durch. Wegen halt diesem dreckigen Zustand halt ist der für mich einfach nicht mehr wirtschaftlich. Und einfach so in die Mülltonne werfen, das ist ja nicht mein Konzept. So, die Felgen kommen runter. Verbliebenen Felgen. So. Komplett weg. Gurte weg. So. Das war's. Das geht in die Schrottpresse. Ja, so schnell geht's normalerweise. So. Jetzt ist es ein bisschen interessanter. Ein Mercedes 300 S. An sich wäre es eigentlich ein schönes Modellauto für ein Schlachtvideo. Aber ich kann hier nur noch die Felgen und die Innenausstattung retten. Alles andere ist kaputt. Ganze Chrom ist vernichtet worden. Alles in schlechtem Zustand. Und nur für die Innenausstattung jetzt ein Video machen. Nee. Obwohl es von der Farbe her ein Sondermodell ist. In der Farbe habe ich ihn, glaube ich, in meinen, keine Ahnung, 100 Jahren Modellautohandel, glaube ich, nur ein einziges Mal gehabt. Also schon eine besondere Farbe. Aber leider Wasserschaden. Also entweder ist er in die Spülmaschine gelandet, was ich sehr stark vermute, oder halt ein Wasserschaden. So. Eine sehr schöne Farbe. Na komm schon, blöde Schraube. Ja, hier kann ich wirklich jetzt nur die Innenausstattung und die Felgen retten, der Rest geht weg. Und die Zusatzscheinwerfer, aber die sind auch immer sehr beliebt von dem Auto. So,
Unter der Hinterachse befindet sich die versteckte Schraube, um den Unterboden zu lösen. So, da kommt schöne Innenausstattung. Dieses Braun habe ich sehr selten nur gesehen. Immer gibt es immer dieses Weiß, Beige. Das ist so Standard. Braun ist schon was Seltenes. Geht auch dementsprechend auch in den Verkauf natürlich. Hm. Türen raus. Da ist die Motor aber auch schon komplett zerkratzt. Auch nicht mehr zu retten. So, wir nähern uns auch schon dem Ende dieses Modells. Ganze Chrom hinüber, ne? Schrecklich. Und spinnet. Ach, da ist auch die Spinne. Auch schon platt. Die ganzen Türgriffe raus. Stimmt denn nicht jetzt hier? Irgendwie wollen die Rücklichter nicht raus. Ja, Pech. Keine Zeit, mich damit noch weiter zu beschäftigen. So, das war's auf dem 300S. Der nächste Kandidat. Oh, muss man ein bisschen sauber machen. Ein Ferrari F355 von UT als Coupé. RS Kernschrott. Motorhaube ist defekt und weg. Stoßstange vorne ist schon verkauft. Felgen fehlen. Wünsche hier. Knick in der A-Säule. Das Ding ist hier am Ende. So, und da nicht mehr so viele Teile daran zu retten sind, habe ich auch kein einzelnes Video von dem gemacht. Mein Gott. Mit der Ausstattung. Unterboden mit Achse sieht noch gut aus. Die Rohkorosse geht natürlich in die Schrottpresse. So, Stoßstange hinten. Gebraucht, aber geht noch. Motor. Türen, die Scheibe und dann fertig für die Schrottpresse. Keine Lackschäden, weiter. Scheibe, Spiegel nicht verbogen. Sehr gut. So, das war's.
Zap, zarab geht das hier. So, der geht in die Schrottpresse. Nächster hübscher Kandidat. Ja, der geht mir schon die ganze Zeit auf die Nüsse, weil der immer auseinanderfällt. Der Porsche Carrera GT von Maesto. Der wurde schon teilzerlegt. Boah. Puh, staubig. Jawohl. Hinterachse kann man noch verwerten. Die Nachfrage nach Maesto-Teilen steigt momentan auch sehr stark. Immer mehr Leute restaurieren Maesto-Modellautos. Und Lenkrad weg damit. Ja, Windschutzscheibe defekt. Scheibenwischer noch dran. Ja. So. So. Ja, guck mal, die Türverkleidung ist angemalt worden. Waren die Sitze wahrscheinlich auch angemalt. Ja, mit Edding. Mit Edding angemalt. Kann ich echt nur noch die Spiegel verwerten. Die Achse. Oh, Rest ist jetzt aus Kernschrott. Total bemalt mit Edding. Wird ja auch nochmal hier alles mit Edding bemalt. Da kommt die braune Farbe durch. Selbst die Scheinwerfer sind Schrott. Oh Gott. Auch zerkratzt. Ich glaube, hier wollte einer nicht, dass ich Teile verwerte. Wisst ihr das? Das kommt mir auch manchmal vor, ne? Die Leute, also wenn einige Leute extra die Modellautos kaputt machen, damit ich daran keinen Profit mehr rausschlagen kann. Habe ich schon ein paar Mal erlebt. Guck mal, alles mit Kleber und echt. Naja, besser wie nix. Oh, das Ding ist am Ende. Scheinwerfer aus, Schrott. Selbst die Rücklichter wurden schwarz gemacht, echt.
So, Schrott und weiter. Jo! Ein Evergreen. Alfa Romeo 2300 Spider Burago. Ich glaube, das ist einer der meisten Massenschlachtmodellautos, die ich je hatte. Auch hier ist der Zustand so gravierend schlecht, dass wahrscheinlich kaum was Verwertbares bei ist. Das Fahrwerk sieht doch ganz gut aus. Hier eine Schraube. So. So. Das geht komplett in den Verkauf. Das wird nämlich gerne für Hot Rod Umbauten noch gekauft. Oh. So. Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich quatsch zu viel. Und das wird hier alles ein bisschen unwirtschaftlich gerade. Deswegen haue ich mal ein bisschen mehr rein. Weil es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Autos noch. So. Das war's auch für dich. Der nächste. Der Ferrari 288 GTO von Burago. Auch hier. Türen abgebrochen, Teile fehlen, Dach, Lackschäden, Kunststoffverfärbung, Windschutzscheibe defekt. Die kann man wahrscheinlich nur noch die Felgen ausbauen. Die Stoßstange vorne, Embleme, Rücklichter, das war's. Komplett hinüber. Ersatzrad. So. Windschutzscheibe zerkratzt. Scheibenwischer sieht noch gut aus. Ferrari-Emblem. Embleme gehen immer. So. Rücklichter. Und das war's auch schon. Da ist dieser Freund nämlich auch schon zerlegt. Jo. Mercedes 500er K von Burago. Auch hier ist nichts mehr zu retten. Hier geht alles
sofort in die Verwertung. Das wird ein ganz schnelles Video. Schlag, Schlag. Schon noch fast fertig schon. Chrom ist schlecht. Kunststoffteile haben sich verfärbt. So, jetzt Schwiegermüttersitze geht hier noch auf. Scheinbar nicht. So, das war's. Nächster. So, eine kleine Prominenz. Ja, kennt ihr ihn wieder? Das Modellauto habe ich euch gezeigt, was passiert, wenn ihr ein Modellauto in die Spülmaschine reintut. Genau dieser war's. Da seht ihr nämlich in dem Video, müsst ihr mal gucken in dem Archiv. Mal gucken, vielleicht verlinke ich den sogar noch. Was passiert, wenn ihr ein Modellauto in die Spülmaschine reintut? Nämlich der ganze Chrom geht flöten, wie ihr seht. Aber wie gesagt, davon gibt es ein Video, davon stammt dieses Modellauto. Teilemäßig ist hier eigentlich nahezu nichts mehr zu verwerten, weil wie gesagt, der ganze Chrom ist flöten gegangen. Hier gehen jetzt, guck mal, alle 600 Spülmaschine von einem heißen Dampf. So. Ich habe versucht, ihn eine Zeit lang zu verkaufen, keiner wollte ihn kaufen. Da habe ich mir gedacht, da kommt jetzt so ein Schlachtfest-Video. So. Oh, alles porös, ne? Die Stoßstange ist sogar schwarz geworden. Hersteller ist hier Solido. Oh, alles hinüber, ne? Ganze Chrom ist Schrott. Ja, das Verdeck kann man noch verwerten. Selbst der Motor, ganze Chrom weg. Hier, wo der Chrom weggegangen ist, ist es sogar braun geworden. Ach, komm schon. Die Türgriffe, alles hinüber, ey. Guck mal, eine Restekiste, die ist schon fast voll. Mann, Mann, Mann. Auf den Fuß.
Luftpresse. So. Der ist erst seit gestern angekommen. Danke Ralf Hoster. Er hat dieses Modellauto gespendet. Und hier ist nahezu nichts mehr dran, was ich verwerten kann. Und deswegen geht er eigentlich komplett in die Verwertung. Motor fehlt, Sitze fehlt, alles fehlt. Windschutzscheibe ist zerkratzt, da kann man nichts mehr draus machen. Lenkrad, ja, Lenkrad ist auch dran. Scheinwerfer sind jetzt nicht so gefragt von dem Auto. Verdammt, sogar der Dachspoiler fehlt. Ah, komm, Lenkrad sieht noch ganz gut aus. Einer der unbeliebtesten Modellautos, die ich kenne, ne? Der Ford Mustang hier. Von Maestro. Nachfrage nach diesem Modellauto ist fast null. Wert fast null. Also eigentlich, muss man ganz ehrlich sein, selbst ich kaufe den nicht gerne an. Teile, wenn überhaupt, Felgen oder Motor, ja. Alles andere null. So. Ach, komm, scheiß drauf. Die ganzen Teile sind weg. Die ganze Arbeit lohnt sich für dieses Modellauto gar nicht. Teile habe ich eigentlich noch massig im Online-Shop für den. Und daher, scheiß drauf. Wird das null Geschäft werden für mich. So. Alles demontiert. Wie lange geht das Video schon? 43 Minuten. Hoho. Sehr langes Video. Da habt ihr echt viel zu gucken. So, eigentlich wollte ich noch eine Schlachtnacht direkt danach machen, aber bei der Dauer jetzt gerade hier mache ich das, glaube ich, nicht. So, nächster Kandidat. Zack, zack hier. Boah, alles kaputt, ey. Ferrari F40 von Burago. Den habe ich auf eine Zeit lang sehr wenig gehabt auf dem Schrottplatz. Und dann auf einmal hat sich das anscheinend rumgesprochen, dass ich wenig davon hatte. Dann habe ich auf einmal zu viele gehabt. Ich frage mich gerade, warum ich gerade so liebevoll mit dem umgehe. Aua. Wehgetan. Kunststoff ist ja eh im Eimer. Die Felge ist sogar kaputt gegangen. Ja, Sitze waren auch eine Zeit lang sehr begehrt von dem Modell. Aber inzwischen herrscht auch da keine Nachfrage mehr. Das Einzige, was noch gut geht, sind natürlich die Felgen. Und wenn das Armaturenbrett und so alles nicht kaputt ist, die gehen dann auch noch ganz gut weg, die Teile. Aber ansonsten war es das. Oh, zerkratzt. Und wobei
Nicht defekte Schnellverschlüsse sind auch noch gefragt. Weil meistens reißen immer diese kleinen Pinne hier ab. Die da. So wie hier. Pin abgerissen. In den Verkauf gehen wirklich jetzt nur ein paar Teilchen. Nicht zum Essen Teilchen. Aber Scheibenwischer. So, von 4 Schnellverschlüssen 3. So. Das war's. Rest ab in die Schrottpresse. Jo, der Ferrari 456 GT von Burago in einer schönen Lackierung, nämlich grün, Metallic. Sieht man nicht oft, aber leider ist der hier ein absoluter Totalschaden. Spiegel abgebrochen, Dachholm, also A-Säule ist verbogen, Kofferraumdeckel ist defekt, Windschutzscheibe, Heckscheibe ist defekt, Felgen defekt. So, drehen wir auch. Teile-Nachfrage ist auch sehr gering. Meistens werden eigentlich hier nur die Felgen und Windschutzscheibe und sowas verkauft. Rest ist eigentlich uninteressant. Heckscheibe ist auch noch gefragt. Rücklichter sind auch noch ein bisschen gefragt. Aber wir reden hier von zu kleinen Beträgen. Achsen intakt. Ja gut, das kann man noch verwerten. Lackschaden? Ja. Motorhaube, wie siehst du denn aus? Auch zerkratzt. So. Bei der Ferrari 456 ist immer das eine Problem mit den Rücklichtern, dass diese Klipse hier genau jetzt auch wieder abbrechen. Hier die Halterung. Das ist eine Seuche von dem Modell, ne? Ist halt ein altes Modellauto. Und da brechen die Scheißdinger halt verdammt schnell ab. Guck mal, ich habe auch hier kaum was verwertet von dem Modell. Die Innenausstattung, also das komplette Innenleben und die 2 Felgen. Ach komm jetzt, Mann. Kein Bock jetzt hier eine Stunde da rumzudrücken, ey.
So. Rest Schrottpresse. So. Da stand auch eine ziemlich lange Zeit bei mir im Online-Shop als B-Ware drin. Der Rolls-Royce Camouflage von Burago. Das erste Burago Modellauto auf dem Markt in einem größeren Maßstab. Das ist jetzt hier, was ist das? 1:22. Leider hat ihn keiner gekauft. Und jetzt geht er in die endgültige Verwertung. So. Guck mal, wir sind auch schon fast fertig. Den wollte niemand retten. Trotz dieser außergewöhnlichen Lackierung. Die eigentlich gar nicht so schlecht ist. So ein bisschen Flame, ne? Ein bisschen Flammendesign. Gar nicht so schlecht. Und das war's auch schon. Der geht auch in die Schrottpresse. Der letzte. Wuhu! 51 Minuten. Das ist ja echt eine Schlachtnacht draus geworden, ey. So. MGA Twin Cam von Polysteel. Einer der unbeliebtesten Modellautomarken überhaupt. Die sind schon gefühlt 100 Jahre alt und die Preise gehen trotzdem nicht in den Himmel. Und ich habe schon gefühlt Millionen von denen verwurstet, verbrannt, mit einem Auto überfahren, mit einem Hammer drauf gehauen und es gibt immer noch Millionen davon. Und es gibt auch unfassbar viele davon, sogar noch mit Originalverpackungen. Ich sehe das immer auf den Trödelmärkten, wie viele davon noch in Originalverpackungen rumschwirren. Das ist unvorstellbar. Och, kaputt. Mein Gott. Ich hasse das. Nur die Türe, die Scheinwischer und die Windschutzscheibe sind noch verwertbar. Und die Rücklichter. Der Rest ist Schrott. Unglaublich, oder? Ah, Scheinwerfer kann man auch noch verwerten. Auch kaputt. Komm raus mit Scheinwerfer. Weil der Rest ist nämlich defekt oder zu verbraucht, um das vernünftig zu verkaufen. So, Rücklichter noch. Ja, sind ja doch noch ein paar Teile rausgekommen. Hätte ich nicht gedacht bei dem hier. So, das war's. Ich hab's geschafft. Das Schlachtfest ist vorbei. Anstrengend. Anstrengend. 54 Minuten, ey. Ah, nicht schlecht, oder? So, alle Rohkarossen gehen in die Schrottpresse. Die Restekiste, die jetzt auch schon ziemlich voll wieder ist. Da, guck, die war leer. Und die geht in die Sammelkiste und dann wird die versteigert. Das, was ihr jetzt da hinten seht, das da hinten, Entschuldigung, da, das geht in den Verkauf. Es wird nicht wirklich viel. Und ich werde wahrscheinlich da immer noch ein bisschen was aussortieren, was nicht mehr so hübsch ist. Auf den zweiten Blick. So, das war's. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich denke mal, morgen geht es mit der Schlachtnacht weiter. So, bis dann. Ciao, Freunde.